So, moin moin. Jetzt gab es lange kein Update mehr. Wir haben jetzt den Queen Charlotte Trail geschafft, die Richmond Ranges, Nelson Lakes und jetzt bin ich hier irgendwo, keine Ahnung wie das heißt, zwischen Nelson Lakes und Arthurs Pass. Und ich muss sagen, Richmond Ranges war extrem interessant. Das war echt anspruchsvoll. Nelson Lakes zum Teil auch. Also immens viel Steigung war, also Hügel, Berge. Eine Pole ist mir wieder gebrochen. Meine, meine Schuhe, das Profil ist so gut wie runter, deswegen werde ich vor Arthurs Pass raus nach Christchurch mit dem Zug fahren, Schuhe tauschen, neue Pole kaufen. Ja, aber ansonsten, man merkt halt jetzt, also das ist extrem hartes Training, sag ich mal. Das ist, wenn man jetzt so wie jetzt hier in leichtere Abschnitte kommt, man schafft so viel Strecke am Tag, also oder halt auch die Steigung, das ist, ja, fühlt sich viel einfacher an als zu Beginn. Also man merkt richtig, wie der Körper halt sich auf das Wandern oder Tramping, sagt man ja hier in Neuseeland, einstellt. Also was halt interessant war oder halt, ja, oder auch schade bei den Richmond war, dass immens viele Rettungseinsätze da waren mit Helikoptern, weil die Leute sich verletzt haben, irgendwas gebrochen. Alles ist schon Richmond Range, würde ich mal sagen, ist bis jetzt, was ich so mitbekommen habe, einer der Abschnitte, wo es die meisten Unfälle gab. Also, aber nichtsdestotrotz bin ganz gut durchgekommen. Brand, äh, ein Freund, jetzt, ja, ist eine Böschung runtergerutscht in Richmond Ranges. Was waren das? 20, 25 Meter. Ist aber wohl auf. Konnte jetzt auch weitermachen, nur blaue Flecke und Kratzer. Also das ist wirklich, ja, es ist nicht mit zu spaßen, weil man auch viel Nahrung mitschleppen muss. Deswegen schickt man ja auch diese Boxen mit der Nahrung, wo 6, 7, 8 Tage Nahrung drin sind, weil man keine Möglichkeiten hat, was einzukaufen. Und ich habe jetzt Boyle Village so vor 2 Tagen komplett aufgefüllt mit 9 Kilo Nahrung. Also das ist schon, das drückt schon ganz schön auf den Rücken. Und das macht es halt nicht einfacher. Und das war in den Richmond Ranges das gleiche. Also von daher, aber ja, die Landschaft und alles ist natürlich ein mega Unterschied zur Nordinsel und die Stimmung steigt natürlich, oder die Motivation ist am Siedepunkt, weil ja, die Landschaft mega cool ist, mit dem Wetter mega Glück. Ein bisschen Regen hatten wir jetzt und jetzt die nächsten Tage soll wieder richtig gut werden. Also das ist einfach so mega geil. Also hoffe ich mal, dass es so weitergeht. Und jetzt sind wir bei 2100 und ein bisschen. Und ja, ist noch ein gutes Stück vor uns.
Ja, das ist der Hot Pool. Ja, ich weiß nicht. Also das stinkt hier extrem. Da vorne ist auch ein Warnschild, dass man mit dem Kopf nicht runtertauchen soll, weil da irgendwas drin ist, was halt nicht so gesund ist. Wenn man sich jetzt mal so anschaut, wie das da ausschaut, ja, ich weiß nicht. Das sieht auch aus, als wenn hier überall Metalle oder irgendwie sowas sind. Und das stinkt bestialisch. Wo ich so sage, na, dann bade ich doch lieber im Fluss. Ich habe mal kurz das Wasser angefasst, das ist zwar warm und alles, aber irgendwie, ich weiß nicht. So ganz koscher ist mir das nicht. Ich glaube, einige andere Hiker haben da drin gebadet und alles, aber dann hat man da irgend so einen Mist an der Haut und ich weiß nicht, ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Aber ja, früher morgen ist, glaube ich, ganz geil, wenn man da reinspringt und dann anschließend gleich im Fluss. Ich habe jetzt noch ein bisschen was vor, ich will noch zur nächsten Hut, nächsten 5 Kilometer. Aber ja, nee, ich bin da nicht so. Dann lieber einen kalten Fluss, da weiß ich wenigstens, dass das Wasser sauber ist. Also das ist echt der Oberknaller. Also die Suspension Bridge, also Hängebrücke hier. Oh, ey, wenn du da wegrutscht, dann hast du einen Eiersalat. Mai oh Mai. Das ist echt nicht. Oh. Also ganz ehrlich, da waren wir echt so ein bisschen. Und dann wackelt das wie so ein Lämmerschwanz. Mai oh Mai. Also das muss ich nicht normal haben.
Also, was geht denn hier? Es hat direkt vor mir ein Helikopter gelandet, also kann man den sehen? I don't know. Hey, jetzt bin ich echt mal. Oh, jetzt haben da einen abgesetzt. Oh, bin ich mal gespannt. Oh. Ja. Weiß nicht, der Typ den sie abgesetzt haben, finde ich nicht mehr. Der war auf der anderen Flussseite. Aber das sah ganz stark danach aus, als wenn das einer von der DOC ist. Department of Conservation. Also hier die Huts betreuen und Naturkram machen und sowas. Weil die hat eine fette orange Jacke angehabt. Und meistens, wenn man die Typen sieht, haben die immer diese dicken orangen Jacken an. Wahrscheinlich prüft er irgendwie die Fallen oder sowas, gehe ich mal stark von aus. Einen Rucksack dabei gehabt, also sah jetzt auf jeden Fall nicht nach einem Rettungshubschrauber aus oder einem Rettungseinsatz oder was. Ich denke mal, den haben sie im Busch abgesetzt. Der prüft ein paar Fallen hin und her und dann sammeln sie den irgendwann wieder ein, weil hier sind wir halt mitten im Nix. Also die nächste hat es irgendwie 6 Kilometer über den Fluss und das macht halt keinen Sinn. Jo, außer die Fallen halt, ne? Judy, denn schade, ich hätte mal gern mit dem nochmal geschnackt, aber ist ja nichts. Ja, da hinten sieht man es jetzt, also das ist von der DOC, also da stehen einige Autos, Helikopter und ganz viele Leute mit orangen Jacken, also die transportieren mit einem Helikopter wahrscheinlich irgendwie was rein, Fallen oder sonstiges, also kein Rettungseinsatz, das ist ein geplanter DOC Helikopter, Transport, was auch immer, Einsatz. Ja, das hier ist das perfekte Beispiel für einen Tramping-Weg von der Morrison Bridge zur Goat Hut, weil hier ist einfach kein Weg mehr. Es sind halt ein paar Marker. Ansonsten, ja, schaut das aus. Und immer dem Fluss nach, dann kommen die Huts. Also man kann hier gehen, wie man lustig ist. Das ist eigentlich so der höchste Schwierigkeitsgrad, den es hier so gibt. Und das unterscheidet halt das Tramping
hat überhaupt nichts zu tun mit Hiking. Aber da werden wir nochmal drüber reden. Aber das hier ist ein super Beispiel für Tramping. Das ist so der Wahnsinn. Unglaublich. Das ist so verdammt hart. Also, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr dran entsinnen, wann jeder Meter so hart erkämpft war wie hier. Das ist wirklich, boah, unglaublich. Macht aber komischerweise Spaß. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch schon durchgeknallt, kann auch sein.